A bis Z, ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Reise und schöne, gute Erlebnisse. Link gestern um 2:12 Uhr. Link entfernen. Kommentieren Artikel. Alles Gute auf dem Jakobsweg, Ausrufungszeichen. Hoffe für dich, dass das Wetter nicht allzu scheußlich ist, Ausrufungszeichen. Freut mich auf deine Berichte, Ausrufungszeichen. Liebe Grüße, Elvira aus der Schweiz. Ich bin ein Mensch, der wo immer gewesen war, immer neue Herausforderungen. Als Kind habe ich ihn auch immer herausgefordert, wie komme ich zum A bis Z. Und der Jakobsweg war immer mein Traum gewesen. Das ist keine 50 Kilometer, das schafft jeder. Aber die 800 Kilometer ist eine sehr große Herausforderung für mich. Ich kann die Weg nicht mehr zählen. Ich weiß nicht, wann die Wurzeln kommen, wann die Steine kommen. Es läuft alles über Assistenteninformationen, meinen Geruch, meine Hände und auch meine Füße. Ich setze meine Augen. In fremder Umgebung habe ich meine Armlänge nicht mehr Sicherheit. Aber die Assistenten sind dann auch meine Armlänge. Ohne Assistenten kann ich diesen Traum auch nicht erfüllen. Nicht zählen, fast nicht hören und trotzdem den Jakobsweg zu versuchen zu wandern, am Ziel zu kommen. Ab geht's. Sven kam stark seh- und hörbehindert zur Welt. Niemand bemerkte es. Sven tat, was all die anderen Kinder taten und konnte so jahrelang ein Sehen vortäuschen. In der 8. Klasse wurde er erwischt, wie er es ausdrückt. Seitdem war nichts mehr erlaubt. Niemand wollte die Verantwortung übernehmen. Dann die Diagnose, Usher-Syndrom. Eine Erbkrankheit, bei der sich die Netzhaut langsam auflöst. 2010 erblindete Sven vollkommen. Doch er hatte mittlerweile gelernt, sich in einer dunklen und stillen Welt zurechtzufinden. Einen Traum hatte er nie aufgegeben: den 800 Kilometer langen Camino de Santiago. Wir sind da. Gut, ja. Komm her. Ja. La Napoleon und eine große Muschel. Ja. Jetzt geht es so ein bisschen uneben. Es sind zwar Steinplatten, aber ein bisschen brüchig mit ein paar Kanten hoch. Ich wollte nur eins wissen, Ja. wo ist der Berg? Kann man sehen von hier? Berge sind hier überall rundherum. Mhm. Welches unser ist, weiß ich nicht. Sind die spitzig oder nur ein Hügel? Ich würde sagen eher hügelig. Bitte? Ja, hügelig. Hügelig, nicht so wie in der Schweiz. Nee, genau. Nicht wie in der Schweiz, eher so. Mhm. Genau. Wollen wir. Das ist unser Hotel, oder? Da ist unser Haus. Ich glaube, wir haben ein Haus heute. Ein Haus. Ja. Mhm. Eine steile Treppe, aber hier ist ein Geländer. Mhm. Die Stufen sind eigentlich ganz okay. Und oben muss man einmal so rübersteigen. Dann geht's hoch und dann vorher wieder runter. Bonjour. Monsieur Fiedler. Hallo. Das ist die. Guten Tag. Monsieur Fiedler. Guten Tag. Hallo. Können Sie Deutsch sprechen? Nein. Oh, aber Entschuldigung, nein, kann. nein. Nur die zwei Sachen. Ja. Von oben kommen jetzt. Oh, das ist ein Rosenbusch. Wir bücken uns. Muss ich mit bücken? Ah ja. Ja, genau. Also wir haben ein rosa Häuschen mit blauen Fenstern. Einmal die Terrassenstufe hoch hier. So. Mhm. Dann gibt es jetzt hier ein Zweibettzimmerchen. Es gibt wieder eine Stufe hoch. Und dann zur Türe rein. Hier ist die Tür.
And then in here is the bathroom. Okay. So it's up 2 steps. Genau, in diesem Raum stehen jetzt 2 einzelne Betten an den Wänden. Ich führe dich mal einmal, die Betten sind da unten, einmal hier und einmal hier. Und dazwischen geht es geradeaus durch, 2 Stufen hoch ins Bad. Genau. Rechts Toilette, links Dusche, geradeaus Waschbecken. Winzig klein. Ja. Aber alles da. Sven, was nimmst du wahr? Wie sieht der Ort für dich aus? Schön hell, aber das Haus habe ich noch kein Bild gefunden. Nee. Und riechst du was? Bitte? Riecht das hier anders als zu Hause? Riecht noch, muss erst mal, ist die Aufregung, ich kann noch nicht alles so gut aufnehmen, noch nicht im Moment. Wolltet ihr das jetzt hier starten? Weil dann geht es. Ich würde jetzt dann aber die Frage an Filmen, ob Sie hier starten, weil dann gehe ich ja auch erstmal aus dem Bild. Ihr sagt ihm laut Bescheid, wenn er anfangen kann. Okay, Sven, wir sind soweit. Okay, mal an. Gut, dann können wir starten. Stufe? Sven ist sehr neugierig, sehr wissbegierig, hat sehr viele Ideen, möchte sehr viel auch noch in seinem Leben erreichen, ist auch sehr feinfühlig, sehr empathisch, denkt mit, denkt auch an seine Assistenzen. Da merke ich das ja besonders. So würde ich ihn schon beschreiben. Kannst du die Vögel hören oder sind die zu hoch? Noch nicht ganz. Okay. Taubblindheit, das ist vielleicht nicht das, was man sich jetzt vorstellt unter Taubblindheit, weil ihr hört ja noch, das ist dann immer so, ja, das Argument, das ist doch nicht taubblind, aber es beeinträchtigt doch sehr. Also in seinen eigenen 4 Wänden kommt er gut zurecht, würde auch jeden verstehen können, kann ja auch telefonieren. Aber sobald er rausgeht und irgendwelche Störgeräusche da sind, beim Einkaufen, an der Kasse, egal wo, da ist er einfach taub. Sven, ich habe schon wieder was gefunden. Am Wegrand wächst Oregano. Wenn du mal, ich gebe dir ein paar Blätter in die Hand. Noch nicht stark genug. Okay, ich fand es sehr stark. Richtig zermalmen in den Fingern. Kennt mich nicht ein. Okay, das ist Oregano. Das kenne ich gar nicht. Okay, das hat man ganz viel in italienischen Gewürzmischungen. Gewürze. Genau. Oh, Gewürze kenne ich nur. Paprika, Pfeffer, Deutsch schon. Das reicht. Salz. Und Curry. Magst du auch? Ich bin keine so Feinschmecker, oder? Wie nennt man das? Ja, nennt man so. Wir machen aus dir noch einen. Pass auf. Ich bin taubblind, aber ich kann das, was alle anderen auch können. Vielleicht sogar mehr. Viele würden den Jakobsweg nämlich nicht schaffen. Und er will zeigen, dass es trotz seiner Einschränkung kann. Silke? Ja? Hier bin ich. So, jetzt sind wir auf dem Jakobsweg. Jetzt sind wir auf dem Jakobsweg. Genau! Juhu! Ja. Toll. Das wolltest du einfach mal gesagt haben. Genau. Das kann man immer wieder sagen. Ja. Und hier ist zum Beispiel jetzt so ein Steinhaufen. Das habe ich im Bild bekommen. Genau wie Pinguin-Schwarm. Ja, genau. Und In einer Reihe in dem Fall. Ja, und immer wieder kleine Pyramiden. genau. Die sind alle flach. Gut. Ja, hat einen Sekundenkleber. Nein, aber es hält. Ja, habe ich schon mal der oberste eine. Genau. Auch Taubblinde, wie alle Menschen, die haben ja irgendeine Vergangenheit, die sie mitbringen. Und gerade, egal welche Behinderung man nimmt,
sind ja viele Familienangehörige auch sehr beschützend, behütend und ich nehme dir das ab und brauchst du nicht machen. Das kannte er allerdings nicht. Also von dem her hat er einfach vielen anderen Taubblinden oder Andersbehinderten auch was voraus, dass er immer selbstständig sein musste und auch wollte. Dann, brechen wir auf. Silke, wie war in deiner Ausbildung die Selbsterfahrung? Sehr hilfreich. Es gibt einen Informationsmangel, der einem gar nicht klar ist. Ich weiß nicht, was alles auf dem Tisch gedeckt ist. Und dann fehlt es mir auch nicht. Aber auch habe ich in der Selbsterfahrung gemerkt, die Gereiztheit, wenn man überfordert ist. Ich war in Simulation und mir wurde eine andere simulierte taubblinde Person zugefügt. Nicht vorgestellt. Mein Assistent hat mir einfach fremde Hände in die Hand gedrückt und ich war nur noch genervt. Blöderweise die andere Person auch. Und wir sind wirklich aufeinander losgegangen. Mit den Krallen sozusagen. Also, und das ist gut, dass man ein Verständnis entwickelt, dass man einfach oft, ohne dass man es vorher ausdrücken kann, sehr gereizt reagiert. Und dahinter, in der Fernsicht, Durch den Schweizerischen durch. ja, dort sind die höheren Berge, die alle schneebedeckt sind. Foto, Katja. Sieht gut aus. Ich finde ja sehr schön. Wird das jetzt langsam auch ein persönlicher Traum oder? Das fragt mich der Sven häufig. Und anfangs war er auch so davon überzeugt, dass wir quasi auch den Weg gehen, weil es der Jakobsweg ist. Und das ist auch für uns eine ganz tolle Sache. Ich habe ihm trotzdem klar gesagt, wenn ich den Jakobsweg gehen möchte, dann gehe ich ihn anders. Ich gehe ihn in meinem Tempo. Ich gucke mir das an, was ich will. Ich gehe vielleicht zu einer anderen Jahreszeit. Ich gehe vielleicht ganz alleine. Also es ist letzten Endes, auch wenn sich das jetzt hart anhört, es ist ein Auftrag. Das ist sozusagen das oberste Ziel, dass Sven seinen Traum verwirklichen kann. Ja, dafür hat er uns beauftragt. Nicht, dass wir den gehen, sondern dass er den geht. Das ist der Pfeil. Die Banderole ist quasi in blau und da drin der Pfeil ist gelb. Hier ist die Jakobsmuschel. Das Symbol. In die Richtung. Diese Richtung, genau. Sven, ich bin direkt vor dir. Ich wollte mal fragen, wie geht's dir? Geht besser. Ja, warum jetzt besser? Weil am Anfang war viel Sturm. Und da habe ich mich taub gestellt. Kommunikation habe ich jetzt nicht abgeschaltet, weil ich nicht verstanden habe. Ja. Und als der Wind weniger würde, wärmer würde, dann geht mir wieder gut. Also das macht dich schon ein bisschen unsicher, wenn du gar nichts hörst und gar nichts siehst? Genau, Okay, aber du hast es geschafft. Du bist am Gipfel. genau. Das war meine ganze Sorge gehabt, ob ich da hochkomme. Genau, und wir auch. Nee. Bist du soweit? Okay. Jetzt geht es ziemlich steil runter. Passt alles? Okay. Wenn es irgendein Problem gibt, einfach sagen, stopp, Katja. Rechts neben dir läuft genau ein Pilger. Okay, jetzt. Wir sind angekommen. Vor uns ist eine große Kirche. Soll ich nicht festhalten immer. Kann selber Das ist stehen. ein Reflex. Wie? Das ist ein Reflex von mir. Ja. Der Adler ist mit Sicherheit der größte von allen, mit einer Spannweite von 2,25 Meter. Und ich präge mir jetzt das Bild ein von der Silhouette am Himmel. Wenn ich einen sehe, sage ich dir Bescheid. Ja. Kannst du Regentropfen sehen? Ich brauche dann einen dunklen Hintergrund.
Dann kann man es sehen, ja. Ich glaube, ich konnte die Regentropfen nie sehen. Auch sehbehindert war. Ja. Kannst du die Form erkennen? Oben schmal und dann unten rund? Nein. Für meine Augen sind es Striche oder sogar Fäden. Fäden. Ja. Der Himmel wird heller. Wir gehen ins bessere Wetter rein. Gut. Herzlich willkommen in La Abadia. Okay, dann machen wir einen Tempel rein. Das ist eine Kapelle. Mhm. Guten Tag. Oh, guten Tag, Herr. Guten Tag. I'm Neil. Er gibt dir die Hand. Guten Tag. Hi, I'm Neil. Mhm, danke. You two are walking together, Wir zwei laufen zusammen. and you have a very hard task then, because you have to try and explain. Ich habe eine sehr schwere Aufgabe, weil ich muss dir alles erklären. Because I must tell you, the Camino is so beautiful Der Camino ist so wunderschön anzuschauen, that you must really sometimes be challenged to find the words to describe what you're looking at. dass es für mich manchmal also für mich hier als Assistentin ganz schwer sein muss, dir in Worte zu fassen, wie schön die Umgebung ist. Ja. Und das stimmt, ja, yes, it's true, so it is. Er gibt dir deinen Pass zurück. Thank you so very much. And guten Jakobsweg. Er sagt auf Deutsch, guten Jakobsweg. Guten Jakob, danke. Okay. Take care. What a great pleasure to meet you. Es ist ein großes Vergnügen, dich zu treffen. And here we are. I'm always reminded of the movie Lord of the Rings. Er spricht jetzt von dem Film Herr der Ringe. The wizard says to the hobbits, he said this traveling is a dangerous business. Der Zauberer sagt zu den Hobbits, Reisen ist ein gefährliches Geschäft. He said because you never know where the road's going to take you when you step on it. Du weißt nie, wenn du auf einer Straße läufst, wo sie dich hinführen wird. Genau. Sven war schnell, sehr schnell. Der Weg war lang und hart. Ich versuchte, meine visuelle Wahrnehmung mehr und mehr zu verdrängen. Ich wollte Svens Welt erleben. Und in dieser gab es keine Fernsicht, keine Berge und keine Täler. Nur ein Schritt nach dem anderen. Und jeder war gefährlich. War ein Schritt ins Leere oder auf einen unvorhersehbaren Widerstand. Mir wurde bewusst, dass Svens Jakobsweg eine ganz eigene Dynamik hatte, die sich von meiner Vorstellung sehr unterschied. Wir haben vor uns einen Stacheldrahtzaun mit einem Tor und da gehen wir jetzt durch. Du kannst es gerne aufmachen, wenn du möchtest. Toll. Weiter geht's nicht. Oh. So, ist sie soweit? Ja, gut. So, einfach hinter mir bleiben. Super. Willst du mal fühlen, wie breit sie ist? Ich brauche nicht mehr. Gut, danke. Okay. Katja braucht nicht informieren. Ja. Ich mache selbstständig und so weiter. Ja, klar. Sven, willst du noch was trinken? Wir wollen immer versuchen, dass ihr Assistenten bleibt, nicht Betreuer. Wie Betreuer? Weil Betreuer ist wie Kommando. Du darfst jetzt die Tor aufmachen. Ist wie Betreuer.
Ja, Und jetzt kann der andere Wortlaut. Du kannst das, wenn du möchtest, kannst du das Tor aufmachen, oder? Nein, einfach hier ist ein Tor und die Hand hinführen. Okay, gut. Ja, das wäre so richtig, ne? Ja. Hier ist ein Tor und dann deine Hand hinführen. Genau. Ja, genau. Okay, gut. Ja. Okay. Ja, alles klar. Ja, wenn man immer das Wort, du darfst, du sollst, du sollst jetzt trinken, dann ist wie... Nee, ich habe nicht gedacht, du sollst. Ich hab Nein, nur, nein. du möchtest trinken, ob du trinken möchtest. Genau. Wenn du sagst, du willst trinken, dann kannst du sagen, wir wollen jetzt mal trinken, hast du auch. Kannst du immer erstmal, wenn du was willst, Ja. dann musst du immer sagen, du willst trinken. Links haben wir eine große Kirche. Ja, Stempel holen. Weiß ich nicht. Da Ja, müssen wir doch. mal hochgehen. Weil, Ja, sind ein paar Stufen hoch, aber die Tür ist zu. es tut immer zu, du musst nur aufmachen. Dann, ja, oder hier gleich unten ist die Tourismusinformation. Ach so. Da müssen wir erst mal fragen. Okay, TPA entscheidet dann alleine. Geht mal los. Dann würde ich vorschlagen, ich laufe mal hoch. Soll ich mal gucken? Ja, Du bleibst hier, genau. Kamerateam ist hier. Genau, wir stehen direkt bei dir, Sven. Okay, dann geh mal schnell hoch. Sind wir unten? Bitte? Sind wir unten? Ja. Silke nicht da? Nee, Silke ist gerade noch nicht in Sicht. Habt ihr Almut beauftragt, in der Kirche Filme zu drehen? In der Kirche? Ja. Gestern? Ja. Nee, nicht speziell in der Kirche. Wir haben einfach nur, weil wir ja gestern nicht dabei waren, Almut eine von den kleinen Kameras gegeben, damit, wenn irgendwas passiert, was interessant ist, eine von den beiden quasi ein bisschen mitfilmen kann. Genau. Wir haben aber nicht speziell gesagt, was. Genau, das ist das. Ich habe auch nicht beauftragt, Kirche zu Film zu drehen. Ja. Und das ist das, was sie haben will. Und das hat mir 5 Minuten Zeit gekostet. Aha, okay. Und das ist Privatsphäre. Ihr Projekt ist Assistenten Privatsphäre tabu. Die werden von mir bezahlt. Und das darf nicht sein. Und das wissen die alle auch. Denn die Taubblinde sehen nicht und hören nicht und die wissen, was da hinten macht. Ja, ich gehe mal auf Klo. Die gehen in die Kirche und machen Filme. Habt ihr verstanden? Ja, ja. Susanne auch? Ja, ich habe es verstanden. Die Katja steht jetzt wieder neben dir. Es ist zu. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach weiterlaufen. Genau. Es muss da irgendwo was kommen. Genau. Ja. Okay. Silke ist auch wieder da. Ja. Dann sind wir wieder vollzählig. Mit wem möchtest du jetzt weitergehen? Silke kann nicht mehr? Naja, sie ist wieder da. Ich würde vorschlagen, die Silke macht das jetzt, weil sie weiß, was du beschrieben haben möchtest. Okay. Dann? Weil Auto kommt immer hinten, Katja hört nicht. Das ist das Okay. Problem. Gut, dann gehen wir. Es ist 13:59 Uhr. 2 Uhr. 2 Uhr. So. Das geht jetzt hier steil runter und uneben. Du sagst, wenn du da jetzt mit deinen Knien einfach die stabilisieren musst wieder, ne? Wir sind soweit. Du auch? Ja. Gut, dann. Buen Camino. 4 junge Frauen. Etwas hatte sich verändert. Die Stimmung im Team war angespannt. Sven hatte Knieschmerzen, aber da war noch mehr. Ich traf eine Entscheidung. Mein Filmteam sollte nach Hause fahren. Ich würde bleiben und beobachten. Am nächsten Tag fuhren wir zur Unterkunft von Sven und seinen Begleiterinnen. Silke kam uns direkt entgegen. Ich muss früher abbrechen und heimfahren, weil ich das mit dem Streiten nicht länger aushalte. Ich habe gewusst, dass es zu Stresssituationen kommen wird, zu Zwischenmenschlichen. Das war mir vorher ganz klar.
wenn 4 Menschen jetzt so eng zusammenleben und zusammenarbeiten, die sich eigentlich alle nicht wirklich gut kennen. Aber es ist nicht mal einmal ein Streit, sondern es ist jetzt dauerhaft und das schaffe ich nicht. Das ist total schade. Und jetzt hat er diesen Dauerstress, der auch für ihn unglaublich viel Energie frisst. Glaubst du denn, dass er es schafft? Ich glaube nicht, dass es schafft. Ich glaube nicht, dass die Assistenten das schaffen werden. Aber selbst wenn, vielleicht schafft ein anderes Team, da anders mit umzugehen. Vielleicht auch für ihn ein neuer Anfang, dass er nochmal sich so einen Ruck gibt. Aber ich glaube einfach, dass er mit der Art und Weise, wie er sich ernährt, mit dem Tempo, mit dem er geht, kann er das nicht schaffen. Wenn man sich überlegt, er ist taubblind, er ist alleine in seiner Wohnung, da kommt, ich weiß nicht mal, die Putzfrau einmal die Woche eine Assistenz. Und jetzt hat er so viele Menschen so ständig um sich, es geht auch gar nicht anders. Das ist eine Reizüberflutung ohne Ende. Wir verstehen das alles, aber wir können es nicht unendlich runterschlucken, was er uns dann vorwirft. Wir sind hochmotiviert, ja, aber im Moment machen wir nichts mehr richtig. Wirklich das, was in den Punkt kommt. Wirklich da, keiner steigt ein. Steht auf, es wird eingestiegen, dann funktioniert. Das sind 2 Welten. Das sind 2 Welten, da hast du recht. Warum funktioniert, wenn wir alle alleine? Und dann kommt die Welt, ich will weiter. Dann gehe ich wieder rüber. Das ist wie ausgeschlossen werden. Das tun, schlechter Weg. Das Gefühl hast du, es ist eine Sache des Kommunikationsverhaltens. Und das ist bei einem Gespräch mit einem taubblinden Menschen anders als unter Hörenden. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir da einen Schlussstrich jetzt ziehen könnten. Und dass du uns diese Chance auch gibst. Und wenn es nicht klappt, dass du es uns halt ganz normal sagst, wenn wir uns da auch die Hand drauf geben, dass das so passiert, Sven. Ja. Ehrlich. Genau, ich weiß auch nicht, wie weit das ist. Da ist die Treppe. Sven, ich würde mich dann gerade noch verabschieden. Bitte? Ich würde mich dann gerade noch verabschieden, ja. Selke. Okay. Ich wünsche dir viel Kraft. Ich bin in Gedanken bei euch. Ja, danke. Ich gehe nur noch rein. Ich fahre jetzt bis Bordeaux mit. Okay. Und dann da direkt am Flughafen. Und den Flug. Und genau. Ich melde mich zwischendurch noch. Und auf dich auch. Mach ich, ja. Und vielen Dank für mich. Fahrhelfen, wenn es nicht passt. Meine Kollegin auch ohne Schein. Höre ich dich. Sehr gut. Und hier bin ich. Und wenn du in diese Richtung sprichst, ja, warte genau in die. Hier bin ich, genau, ein bisschen richtig, perfekt. Das wäre optimal. Wenn ich ein unbekannten Hotel komme und dann habe ich ein eigenes Zimmer, die Assistenten haben dann ein anderes Zimmer und ich selber kann nicht alleine aus meinem Schlafzimmer raus. Würdest du sagen, dass du deine Behinderung, dass du nicht sehen und nicht hören kannst, dass du das vollkommen akzeptiert hast? Macht dich das manchmal noch traurig, dass es so ist? Ja.
Okay, prima. Noch eine Kummbrote? Ja, diese Adhesiv. Ja, genau. Und habt ihr dann auch noch mal Verbandmaterial auf dem Weg? Wir fahren die Krankenwägen. Ab so einen Jahren ist nicht schlimm. Aber sicher ist sicher. Weil ich habe einen langen Weg vor mir. Das heißt, morgen wird wieder gepilgert? Werden wir noch besprechen, was wir machen morgen. Das ist ein betendes Kind, Frau, Mann, ja vielleicht eher Frau, hat so einen typischen Kragen. Das sind die Hände. Das sind die Hände. Das sind Bilder, also ganz, ganz viele. Natürlich alles Männer, die abgebildet werden, wie sie hier Notizen machen oder lesen oder schreiben, kopieren, erzählen. Einer sieht aus, als gebärdet er und er benutzt die Hände dafür. Langsamer, weil dann braucht er eine Weile, bis er den Fuß gesetzt hat. Ach so, das mit dem Fuß mit umsetzen. Ja. Gut. Ja, da ist jetzt ganz aufgeregt gewesen. Wir laufen immer so ganz leicht durch den Nebel und die Sonne versucht durchzukommen durch die Wolken. Ja. Ich bin immer Nebel. Du bist immer im Nebel, ja. Ja.
Gut. Alles klar. Gut, dann. Okay, habe ich verstanden. Dann kommen wir gleich, ne? Was passiert? Sven kann nicht mehr. Knie, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie jetzt in dem Ort vorher, wo wir durchgefahren sind. Und dann fahren wir jetzt da mal zurück. Die Katja ist irgendwo im Ort und will gucken, dass sie uns da abfängt. Und dann fahren wir zusammen zu Sven, der sitzt auf einer Bank. Ich drehe dann, weil ich weiß, sie hat gesagt, sie geht zurück ins Dorf. Dann gleich ganz frische Adjutant, vielleicht gibt sie mir Energie. Ja. Vielleicht ist die Gefühle neigen besser. Ja, hast du gerade nicht so ein gutes Gefühl? Bitte? Hast du gerade nicht so ein gutes Gefühl? Wie nochmal? Hast du gerade nicht so ein gutes Gefühl? Kannst du beschreiben, wie es dir geht, Sven? Ja. Kannst du mir beschreiben, wie es dir geht? Nein. Hallo Sven. Hallo. Wir sind da. Wir waren jetzt gerade aber noch im Auto, weil wir gesehen haben, dass auch die Susanne mit dir noch geredet hat. Und dir ging es nicht gut. Ja. Nee. Knie. Hast du denn Sorge mit deinen Knien, wie es weitergeht? Oder wie sieht das aus? Ich will nicht aufgeben. Nee. Ich will weiter, ich will am Ziel kommen. Ja. Sven, du kannst dich auch gern an meiner Schulter stützen. Okay. Das geht, ja? Wenn es gar nicht geht, sag Bescheid, Sven. Die Katja könnte bestimmt mit dem Auto auf diesen Weg herfahren. Du musst sagen, wenn es nicht mehr geht. Ja, ja. Jetzt sind die wieder da. Ja. Tür. Die ist leer. Genau. Die nächste genauso. Kannst auch andersrum nehmen. Die haben ein spitzes Ende. Genau. Ja, die ist jetzt rausgerutscht. Die ist jetzt hier. Jetzt ist sie wieder runtergerutscht. Die will nicht. Ich kann dir es aber, wenn du möchtest, einfach auch ein paar raustun, wenn du möchtest. Ja? Soll ich das tun? Ja. Gut. Zum Wohl? Zum Wohl. Ja. Als ich diese Wort mal gehört habe, ich bin zu anstrengend, dann sage ich, okay, ich habe verstanden. Sven, ich habe nicht gesagt, du bist anstrengend. Ich habe gesagt... Nee, nicht. Stopp, nicht du nicht. Das ist egal. Ich habe das durchaus auch gesagt. Die Kommunikation
so zu gestalten, dass du auch wirklich so viel wie möglich mitbekommst. Das ist eine Anstrengung. Nee, stopp. Bitte nicht wieder mal Ablenkung vorkommen. Es ist ja für dich, sagst du ja selber, es ist auch für dich schon anstrengend. Du musst ja so aufpassen, wer spricht gerade. Und das merkst du hier auch wieder, es klappert was und schon musst du dich viel mehr anstrengen. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich will nicht mit anderen filmen, dann ich für euch anstrengen, mir wieder zu dolmetschen. Und wir haben eine Wohnung gehabt, wo absolut Ruhe war. Ja, genau. Und da habt ihr da gedacht, anstrengend. Weil ich nehme auch Rücksicht. Weil ich sage auch nicht. Ich muss abends einfach mal runterfahren. Ich muss mal mich privat unterhalten können. Oder wir müssen einfach mal miteinander schäkern können. Oder die Assistenten müssen die Möglichkeit haben, sich abends mal über den Tag sich unterhalten zu können. Ohne dass der Taubblinde gleich denken muss, wir reden permanent über ihn. Und das hat mich auch ein bisschen erschüttert, dieses Misstrauen, was da war oder da ist. Ich habe diese Phase selbst durchgemacht, vor mehreren Jahren. Man sitzt zum Beispiel unter Hörenden und 1:1 Gespräche, 1:2 Gespräche sind noch machbar bei mir. Aber wenn dann mehrere im Raum sitzen und man hat dann Hintergrundgeräusche, ist es für mich ganz schwierig, dem Gesprächsstoff zu folgen. Und früher ist es auch passiert, dass ich dann explodiert bin oder bin heulend aufgestanden. Ja, die reden ja schon wieder über mich oder ihr informiert mich nicht, um was geht's denn. Und ich habe daran gearbeitet und habe das jetzt akzeptiert. Und das ist eine ganz tolle Sache, dass ich das geschafft habe. Ich muss schauen, dass ich jetzt einen anderen Einsatz irgendwo wieder übernehme, damit meine Sicherheit wiederkommt. Ich bin total verunsichert jetzt. Habe ich die Arbeit richtig gemacht, habe ich sie falsch gemacht? Also bei mir sind auch ein bisschen Selbstzweifel aufgekommen. Katjas Zeit auf dem Jakobsweg war zu Ende. Ein neues Team reiste an. 2 Assistentinnen, die Sven schon lange kannte. Manu und Antje. Hallo Sven. Manuel. Almut. Nein, Manuela. Manu. Hallo. Also angefangen hat das tatsächlich mit Musicalbesuche. Dass er Lust hat, er möchte ins SI-Zentrum das und das Musical besuchen, hat aber keine Assistenz am Wochenende, weil es sehr schwierig ist, jemanden zu finden, der ihn am Wochenende begleitet. Ja, da dachte ich, ja Wahnsinn, klasse, klar, mache ich. Ich habe noch jemand mitgebracht. Hallo. Hi, Antje. Ich habe das Gefühl, dass Sven in dir ein bisschen mehr sieht als nur eine Assistenz. Ich glaube, das macht unter gleiche Behinderung aus. Also wir sind beide schwerhörig und haben sofort verstanden, wenn er gesagt hat, hier ist es zu laut, weil es mir genauso ging. Ich bin manchmal in 2 Rollen, sag ich mal. Also ich bin natürlich Taubblindenassistent, aber ich habe zu Sven auch eine andere Ebene. Ich bin auch ein bisschen Freund. Also ich mag ihn, wir besprechen auch viele Dinge miteinander. Manchmal gebe ich ihm Tipps, wie er das machen kann. Er kann die nicht immer annehmen. Aber er braucht diese Gespräche. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil er keine Freunde hat. Jetzt bist du da. Ja, endlich. Herzlich willkommen. Danke. Was bedeutet dir Freundschaft? Was ist für dich Freundschaft? Es gibt so ein Sprichwort wie bei den Musketieren. Einer für alle, alle für einen. Denn wir haben ja, diese Zeit haben wir viel gelernt, da ist viel schief gelaufen. Und das ist auch genauso am Abend. Du bist auch dann ein TPA plus lockere Unterhaltung. Denn ich kann alleine essen, da brauche ich keinen Assistenten, zum Beispiel. Ich brauche nur die Assistenten für Toilette gehen, Essenbeschreibung, Bestellung und ins Bett bringen oder ins Zimmer bringen.
lockere Unterhaltung. Das funktioniert gut auch, wenn. Ja, also gestern zum Beispiel hat es auch funktioniert. Ja. Und es war, glaube ich, für alle okay. Also. Oder nicht einmal. Es ist nicht ganz so eindeutig. Immer das Gemeckere. Ich habe jetzt langsam Schnauze voll. Aber was denn? Das Jakobsweg ist nicht nur das Wandern. Das ist auch das Unterhalten, das Zusammenhalten, das zusammen Austausch und zusammen schöne Abend machen. Wenn die Assistenten untereinander gut unterhalten können, dann können sie auch mit mir gut unterhalten. Wenn ich da bin, sind sie so, wenn ich weg bin, dann sind sie ganz anders. Da ist die Stimmung da. Und dann habe ich gesagt, das kann doch daran stimmen. Das war, glaube ich, ein Missverständnis, wenn ich das richtig verstanden habe. Missverstanden, wie ich nie wieder höre. Nie wieder. Das ist kein Missverständnis. Ich bin nicht dumm. Ich habe nichts falsch verstanden. Ich habe nichts. Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und gehen am Nachfeierabend geht gleichzeitig die gleiche Person zum Kneipe. Dann sind sie nicht mehr Arbeitgeber, sondern Arbeitnehmer, sondern Freunde. Freunde. Ja, das ist aber der Knackpunkt. Ich gehe nur von mir persönlich aus, dass das bei mir jetzt gerade etwas rattert. Also du bist am Privatleben, nach dem Abend, willst du nicht mit zu Freunde sein. Da brauchst du den Abend nicht in meine Nähe sein. Ich sage wieder, hau ab. Nein, aber ich habe... Hau ab. Ja, ich kann mal ganz recht. Hau ab. Was willst du jetzt bei mir in der Nähe am Abend? Ich gebe einen anderen eine Runde aus. Was willst du hier? Komm, geh in eine andere Ecke. Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du dich fühlen? Sag mir ganz ehrlich. Also dadurch, dass ich Sven schon einige Jahre kenne, glaube ich schon, dass das viele, was in ihm ist, schon immer drin war. Und dass er noch nie die Möglichkeit hatte, das auszusprechen oder die kleinen Probleme zu lösen. Und wenn er frustriert ist, lässt er auch anderen Frust raus, das gar nicht mit dieser Situation zu tun hat. Ich will nicht mehr als nur Unterhaltung. Das ist doch auch in Ordnung. Ja. Was ist dein Problem? Sag mir, was ist dein Problem? Dass ich als TBA hier bin. Kannst du nicht mal einmal mal menschlich sein? Du bist unmenschlich. Wenn du sagst, du willst nur als TBA bleiben. Du bist ein sehr unmenschlicher Mensch. Sehr. Ich behandle dich auch als wie ein normaler Freund am Abend. Ich konnte genauso sagen, Antje hat Feierabend, jetzt hast du einen Assistent zu machen. Ich nehme rücksichtslos. Da sage ich immer einfach, die macht nicht 10 Stunden Assistent. Jetzt bin ich auch mal hart. Sven? Ja? Manuela ist gerade gegangen. Ich weiß. Und wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, wie auch Silke gegangen ist. Ich weiß. Weil ihr einfach nicht akzeptieren kann. Es ist hart, es ist sehr hart, wenn du sagst, wir sind unmenschlich. Ich wollte mir ein gutes Wort geben. Ich will euch halt sagen, Freunde am Abend in Ordnung. Er ist wirklich nur in diesem kleinen Kosmos, sage ich mal, von Assistenz. Das ist für ihn, glaube ich, sehr schwierig zu sehen. Da sind Menschen um mich herum, die haben ein ganz normales Leben. Die können auch ganz normal leben. Die können tun und lassen, was sie wollen. Die können sich ihren Partner aussuchen. Die können, wenn sie Lust haben, ins Kino gehen oder was auch immer machen. Ich kann das nicht. Ich kann das alles nicht. Ich glaube, keiner kann sich in seine Lage versetzen. Denn keiner hat dasselbe durchgemacht. Immer Taubblinder. Immer. Das ist ein Produkt, wie ein Produkt. Ich habe einen Namen, ich habe ein Herz, ich habe eine Seele. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, dass ich das sehr gut verstehe. Und hier kommt es jetzt auf dieses Wort an. Dass wir einfach sagen, so Wanderung, Einkauf, der Umzug ins nächste Hotel, das ist Assistenzzeit. Und danach sind wir einfach... So, ich bin wieder da. Ich brauchte kurz einige Minuten, um mich einfach kurz zu erholen. Das war mein Herzen. Liebe. Nicht Liebe in Beziehung. Habe ich zu euch mal viel Essen eingeladen, weil ich euch mag. Als Mensch. Nicht als TBA. Ein Teil TBA und ein Teil Mensch. Ich habe jetzt richtig verstanden, was ich von euch kam. Und dann mein letztes Wort heißt, einer für alle, 3 gegen eine. Ein Punkt. Danke für das Gespräch.
Leute, ich gehe. Ja. Alles Gute, Sven. Ich wünsche gute Heimreise. Dankeschön. Und ich Erhol wünsche dich dir, gut. ja, das werde ich. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss. Mach's gut. Schlaf gut. Dankeschön. Als Kind habe ich mir beim Verstecken die Hände vor die Augen gehalten und gehofft, dass mich so niemand findet. Irgendwie haben die Blicke der anderen mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, mit dem eigenen Dasein. Was ist, wenn man diese Reflexion nicht hat? Verliert man sich? Verschwindet man? Würde ich nicht auch schreien, um meine Existenz zu behaupten, um eine Resonanz zu erzeugen? Sven kämpfte. Das war deutlich. Aber womit oder wogegen war mir noch nicht klar. Ist schon sicher? Ja. Schon sicher? Ja, okay. Hier, was ich auch gemacht habe. Ich habe schon gesehen, wo die sind. Jetzt kommt Iris. Antje und Iris lernen da. Okay, hallo. Hallo, grüß dich. Die Wanda, genau. Grüß dich, Iris. Hallo. Willkommen. Schön, Dankeschön. Ja, wurde Zeit. So, Iris kommt gerade rüber. Sven, die Iris. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Gut, ja. Gut. Geht eben weiter, also eben steinig. So ein bisschen uneben. Links von uns ist eine Finca. Kann ich nicht. Eine Finca ist ein Haus. Und meine Schwester teilte mir mit, ich soll hier einen Mann suchen für mich, aber mit Finca. Mhm. Also wir könnten bei jeder Finca mal klingeln, ob der Mann etwas für mich ist. Ein Spaß, Sven. Ja. Und eine Frau für mich. Ah, ja, dann hätten wir ja 2 Aufgaben schon zu meistern. Jetzt ist einer vorbeigegangen, hat zurückgeschaut und den Daumen hoch gezeigt und uns ein Lächeln geschenkt. IA. Nee, Sie verstehen mich nicht. IA. Sag ich doch, sture Esel. Ja. Nee, Sie wollen nicht mit mir sich unterhalten. Sag mir, wenn du bereit bist. Den schließe ich jetzt mal, das Fliegenbrett geht runter, da geht nicht. Okay, dann laufen wir auf den Stein unten. Okay, gehen wir wieder runter. Es gibt halt nur ein Brett, ein und nächste Abhang. Das ist kein Abhang, das ist nur so ein bisschen Abschuss. Also es ist rechts von links ist Erde. Also das ist kein... Ja, komm mal, lauf mal da. Rechts Baum.
brauche die Information, ob das alles okay ist. Ich spüre dich nicht. Genau, die Manuela ist immer rechts von dir, gell? Mein Vater im Herbst 2004 gestorben. Meine Mutter letztes Jahr im Frühling 2016 gestorben. Ich vermisse euch. Schaut, wo ich jetzt bin. Ich habe ja fast geschafft. Ich stehe hier oben. Wir sehen uns irgendwann. Niemand hier stärkt meine Kraft. Dass ihr nicht denkt, ich bin nicht einsam. Denn ihr wisst ja gar nicht, ihr habt noch nie mal hier reingeschaut. Deswegen habe ich dich vorher gefragt, ob du dich einsam und isoliert fühlst in den 1-2 Stunden, in denen du hier bist. Das war ja meine Frage. Ja, also beschäftige ich erkläre die ganze Zeit. Ja, aber ich beschäftige mich ja auch damit. Das heißt ja nicht, also das Gegenteil. Mir ist überhaupt nicht egal, was du empfindest und was du möchtest. Das ist uns allen nicht egal. Das ist uns allen nicht egal. Also ich bin schwerhörig geboren und kenne die Situation auch heute noch. Ich bin die Einzige, die eben schlecht hört, die nicht mitkommt mal. Ich finde es nicht schlimm. Ich fühle mich da auch nie einsam. Also das ist, wenn es mir zu viel wird, dann schalte ich auch ab. Ich kenne das genauso. Aber ich finde das nicht schlimm. Also mit dem Ganzen gehe ich ganz entspannt um. Also ich bin ja 3 Tage da und ich finde es echt schön. Also es ist schwierig, es ist eine schwierige Aufgabe. Aber es wird gelacht, es wird geredet, wir schweigen miteinander, wir essen miteinander. Es sind so einfache Dinge, die so wunderschön sind. Ja, manchmal, ich merke, ihr lacht viel, aber ohne mit mir mitzulachen, weil ihr seht, gelacht oder und ich habe kein Info bekommen. Er ist ja, glaube ich, relativ lang schon blind. Also ich finde es eine Ewigkeit, seit 7 Jahren ist es richtig, ja. Und dass ihn das noch so, ja, zerreißt, also das habe ich noch nie kennengelernt und das berührt mich sehr wohl. Also es ist nicht Mitleid, es ist einfach vielleicht eine Art Schmerz, ne, den ich auch mit aufnehme, weil es sehr wohl ein sehr hartes Los ist. Ne? Also, das ist schwierig. Möchtest du permanent Info? Nein, ich sage immer gemeinsam. Mehr braucht man nicht aufbauen. Ich muss vom Herzen kommen. Ich muss einfach da sein, ein Thema daraus zu machen. Oder ihr wart immer, ich soll das Thema anfangen. Ich kann nicht jeden Tag ein Thema anfangen. Es soll automatisch funktionieren, aber bitte nicht vergessen, gemeinsam. Sven? Und nicht da und ich, was soll ich da oder soll ich da? Und ich kann nicht beide. Es gibt ständig Missverständnisse. Manchmal auch. Also wirklich ständig. Ich glaube, Kommunikation und wie gesagt, die Wahrnehmung ist eine andere. Wir sprechen scheinbar dieselben Worte, muss sich das vorstellen. Man spricht dieselben Worte und es kommt bei jedem anders an. Bei jedem entsteht ein anderes Bild im Kopf. Und das macht das echt unheimlich schwer und lässt einen manchmal verzweifeln. Ja. Wow. Ja, das Thema war schon. Ja. Für mich ist das noch nicht. Wow. Also es ist total interessant. Ich habe den Eindruck, er ist wahnsinnig unglücklich. Ja. Nochmal Steine links. Ein sehr schmaler Pfad. Viele kennen Einsamkeit nicht.
Viele Taubblinden fühlen sich sehr einsam. Auch ich. Auch wenn ich sehr gut selbstständig bin. Da mussten die Taubblinde und auch ich einfach akzeptieren. Auch wenn so viele Assistenten da sind, aber es wird leider nicht richtig funktionieren. Ich bin daran gewohnt, allein zu sein, zu Hause. Aber hier allein zu sein, ist noch schwieriger. Ich weiß nicht, liegt es an mir? Mache ich Fehler? Wenn man sie kommen möchte, sollte man Probleme lösen und nicht in die Ecke rennen und ausheulen, das habe ich da. Und dann nicht auf andere Menschen um Hilfe bitten, denn sie sind nicht für mich nicht immer da. Also muss ich das Problem halt selber alleine lösen. Hauptsache, ich komme an Ziel. Wie es jetzt meine Freizeit aussieht, das spielt mir einfach keine Rolle mehr. Ich denke jetzt nur an meine Sache, mein Projekt, ans Ziel kommen, wandern, Feierabend. Morgen aufstehen, wandern, ankommen, Feierabend. Oh, der Hund bellt. Wir sind hier am Weg weiter, 100,000. I love you. Oh, I embrace you. I honor you. Sie kommt gerade, die Frau, die Pilgerin, und gibt dir die Hand. Thank you so much. Thank you so much. You are an example for all of us. Du bist ein Beispiel für alle. Danke. Das ist richtig gut, was du machst. Really? Sie findet es perfekt. Also mehr Anerkennung gar nicht bekommen. Sie ist ganz gerührt. A human being. Die Ante steht da. So, hier ist dein Zimmer. Hallo? Ja. Kannst du bitte ein Foto geben? Ja, Moment. Ich habe den Fotoapparat in meiner Hand. Bitte schön. Du hast aber dann doch in die Schleppe und du hast das in dein Zimmer gehabt. Nee, ich habe das im Zimmer gehabt, das habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt, ich habe es im Zimmer, deswegen sind wir jetzt hoch. Steht vor dem Zimmer, komisch. Ich habe das Zimmer offen. Oh, Das ist offen. Ja, aber du bist ja hier gestanden. Ich bin nicht gerade wieder rausgekommen. Ach so, ich bin doch blind, Entschuldigung. Sven, wo liegt dein Problem? Ich habe kein Problem. Ich verstehe es nicht. Wieso misstraust du uns? Das ist doch nicht normal. Aber der ist sehr angespannt, dass die Tanja kommt, gell? Gott, ja, oder Antje. Ja. Und wenn muss auch nicht anmachen, ich sehe nichts. Okay, ich sehe Watte. Okay, gute Heimreise. Ja. Guten Flug. Dankeschön. Und wir wünschen noch schöne, herzliche 2,5 Wochen. Wenn überhaupt noch 2,5 Wochen, ja, ungefähr. Vor allem, dass du dein Ziel in Kandidaten erreichst. Und jetzt glaube ich Wer mich herausfordert, kann ich nicht umfassen. Tut mir leid, sage ich nicht mehr. Okay. Davon spreche ich nicht. Ich spreche davon, dass du dein Ziel erreichst. So, Ziel. Ja. Okay. Dass du nach Santiago kommst Mach ich. und du an dich glaubst. Das ist mir wichtig. Mehr wichtig. Genau. Okay? Ich mach. Gut. Okay. Tschüss. Tschüss.
Was war denn? Was war? Red drüber. Ich sagte ihm, ich wünsche mir das als eine Spielerei. Dann weicht er vom Thema ab und sagt, ja, wer mich herausfordert, dann kann ich nichts machen. Davon spreche ich doch gar nicht. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, das eine Spielerei. Dann würde ich ihn Arm nehmen, wie sie es sonst immer machen. Und das tut mich weg, wenn sie auch sagt, Bimster ist krank. Wieder gab es einen Assistentenwechsel. Und wieder war da dieses Gefühl von Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Es war, als gäbe es eine unsichtbare Mauer zwischen Sven und dem Rest der Welt. Je mehr auf beiden Seiten versucht wurde, sie zu durchbrechen, umso höher schien sie zu werden. Auf die letzten Kilometer kam ein Filmteam zurück. Und es kam auch die neue dazu, Tanja, die letzte Assistentin, die Sven nach Santiago begleiten sollte. Hallo Sven, ich bin Tanja. Hallo Tanja. Na, ich bin gut angekommen. Ja. So, noch alle begrüßen? Ich habe schon Hallo gesagt. Ach so. Sven. Anna hat sie auch schon Hallo gesagt? Mhm. Okay. Ich nicht. Ja, Christopher? Christopher is here. I'm on the bike as well. Ich bin an der Fahrrad. Am Fahrrad, oh. Oh, ja, schnell. Ich bin schnell. Der Christopher hat gefragt, ob wir okay sind. Ja. Und? Ja. Alles gut? Next time, we put a little sofa on wheels on the back. Das nächste Mal wird da eine Couch, ein Sofa hinten dran hängen. Ja. Aber keine Babysitz. No, keiner nee. A lazy boy. A sofa. Ja, ja. Oh. Ja, ja. Prost. Ja, gut. Jetzt musst du sagen, wie du mich anfassen willst und wo. Oh, probier mal halt den Ring. Geht mit dem Ring? Ewig so Ja. entlang. Nee. Ist anstrengend, ne? Ja, ich kann mein Konzept nicht mehr umstellen auf neue Assistenten. Ja. Ich bin zu müde geworden. Ja, ich mache okay. mal einen Vorschlag. Die Ebene, Wege wird oder im Stadtebene ist immer dein Assistentaufgabe. Okay. Weil ich kann mich nicht mehr umstellen jetzt. Ja, klar. Weil ich habe auf Iris, Manuela voll konzentriert. Ja. Und ich bin in diesem Konzept drin. Ja. Und deswegen würde ich wieder Manuela oder Iris wieder nehmen. Ja, okay. Sei nicht welche. Nee, ist klar, aber hier ist es ja wirklich sehr uneben. Ja. Kann nicht mehr umstellen. Ich bin Sven. Ich bin smiling at you. Hast du gefühlt? Hast du das Gefühl, dass er dich jetzt anlächelt? Der Gegenüber schaut in meine Augen. Dann spürt man. Aber ich kann nicht spüren, ob du meine Augen siehst. Deswegen musst du auch andere Zeichen geben. Zum Beispiel hören, fühlen, streicheln, Schulterklopfen. Dann spüre ich, du bist da. Ich wollte dir nur mal beibringen. Ja, das also. ist okay. Dann konzentriere ich mich darauf. Weil die anderen können das. Die merken sofort, wenn ich drücke, wenn ich ziehe, die merken sofort und passen sie an. Und deswegen will man versuchen, dass du mal in 2 Sachen gedenkt, gucken und mal auf den Bauch konzentrieren. Das geht.
tust Auto fahren, tust du auf vorne gucken, Lenkrad konzentrieren, Tacho konzentrieren, Gangschalten, hast du mehrere Befehle im Kopf. Dann versuchen wir mal andere Dinge mal abzuschalten. Aber das Wichtigste in Assistent aufzunehmen und in andere Dinge abzuschalten. Auto. Versuchen wir so Gas geben. Wie? Ich versuche mal jetzt so. So? Gas geben, schneller. Okay. Moment, ich muss meine Nase putzen. Du hast gerade eben die Geschwindigkeit gedrosselt. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, du hast gezogen nach hinten. Nee, ich hab, das spürst du. Komm, jetzt hör mal auf, bitte. Jetzt haben wir eine neue Technik gemacht. Ich habe gesagt, wenn wir Gas geben, bedeutet so. Ja. Und jetzt wollen wir diese Technik bleiben. Und jetzt spürst du auf einmal, ich ziehe. Das stimmt gar nicht. Aber ich spüre hier einen Druck, als ob du ziehst. Druck unten ist was anderes. Druck ist nicht was anderes. Ich spüre, wenn ich sage, schneller will, drücke ich immer so. Und wenn ich langsamer will, ziehe ich zurück. Genau. Das hat mit Druck nichts zu tun. Also das heißt, wenn du dich mit dem Gewicht so ranhängst, hat es nichts zu tun mit langsamer. Entschuldigung, das Auto kommt. Ich gebe das so. Wenn es schneller gehen soll. Und dann gleichmäßig bleiben. Und irgendwann, wenn ich bremsen will, ziehe ich den Arm. Ich hoffe, dass du das spürst. Okay. Wenn ich das nicht spüren kann, dann weiß ich auch nicht, warum. Dann gehen wir zum Arzt, lass mal das testen. Wenn ich das nicht spüren kann. Warum? Ich habe damit sonst keine Probleme, außer jetzt in der Situation. Okay, dann laufen wir. Gut. Wir laufen auf eine Brücke zu. So, das ist Brückenbeginn und es geht so wieder wie so ein Dreieck. Das habt ihr mir schon mal beschrieben, dass es so hoch geht und dann wieder runter. So, jetzt sind wir an der Spitze, jetzt geht's wieder runter. Und unter der Brücke fließt ein Fluss. Und rechts davon sind Pilger, die ihre Füße reinstrecken und sich abkühlen. Es wird uneben. Und deine Füße willst du nicht abkühlen? Ich habe schon wieder Blasen. Ich kriege ein Blasen nach dem anderen. Durch Schwitzen, oder? Ich will ein Fußbad machen und habe nasse Füße und dann. Ich würde gerne noch barfuß kurz durch. Möchtest du es noch überlegen, oder? Nee, okay. Ich habe die Schuhe schon auf. Im Nerven, geh doch einfach. Mach doch. Ja, ich wollte es dir anbieten, dass ich dich begleite. Aber ich verstehe das natürlich, dass du das nicht riskieren möchtest. Ja, Tanja ist bei dir. Ich bin hier, ne? Das ist die Bilder, kein Assistent mehr. Das ist die Bilder, kein Assistent mehr. Ja, sie wollte einmal Erfrischung haben. Na? Ja, die kann die später mal mit den Bildern. Die Bilder zeigen. Da hat sie ihre Gelegenheit. Sie kann leider nicht unterscheiden, Assistent, Bilder. Ich bin schon wieder da. Eben. War nur ganz kurz weg. Ja. Eine kleine Abkühlung. Genau. Hast du nicht gelernt, Assistent hat immer eine Nähe. Ich bin noch in deiner Nähe, das habe ich dir doch gerade versucht zu erklären. Das ist eine andere Richtung. Ich mache das genauso wie in meiner Arbeit. Das kann man zum anderen auch nicht vergleichen. Ich kann nicht glauben, dass du sagen kannst, ach du Behinderter, du bleibst hier brav sitzen, in 2 Stunden komm wieder zurück. Das ist der Unterschied. Ich würde auch nie du Behinderter sagen. Ich behandle alle respektvoll. Das sind für mich Menschen. So wie du ein Mensch bist, ich ein Mensch bin, die Tanja ein Mensch ist und die Iris und alle anderen, die hier sind. Ja. Ja. Und ich würde nie sagen, du Behinderter. Nie. So. Alles erlaube ich dir nicht. Und dann ist mal die Grenze gekommen, jetzt reicht mir langsam. Genauso geht es mir, dass ich mich total respektlos von dir behandelt fühle. Schon die ganze Zeit. Und deswegen habe ich gesagt, wenn du verzichten kannst, bin ich gerne weg. Und zwar so schnell wie möglich.
Denn ich war immer für dieses Projekt, ich war immer für dich. Aber ich halte es bald auch nicht mehr aus. Und ehrlich gesagt, ich zähle nicht nur die Tage, ich zähle die Stunden. Und zwischendurch hatten wir schöne Tage, eine schöne Zeit. Ja, ich habe mich beherrscht. Ich habe mich beherrscht in vielen Sachen. Weil ich sage, ich beherrsche mich jetzt, lasst euch genießen. Ich gebe dir mal so, was du willst. Ich habe mich beherrscht. Was ich will, weißt du, was ich machen würde, wenn ich machen wollte, ich wäre zu Hause. Ich wäre bei meinen lieben Freunden. Ich wäre bei meinem Freund, ich wäre bei meinen Kindern. Ich wäre bestimmt nicht hier. Du glaubst ja wohl nicht, dass ich das hier genieße. Ich bin nie dein Freund gewesen nach deinem Wunsch. Nie dein Freund gewesen. Dann behandle ich mich auch nicht als wie ein Freund. Dann brauchst du sowas nicht ansprechen. Ich habe nie gesagt, dass du ein Freund bist. Du warst nie ein Freund und wirst nie ein Freund sein. Das war schon immer. Ja, das war schon immer so. Also. Ja. Habe ich ja auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich wäre, wenn ich es mir aussuchen könnte und genießen. Dann frage ich mal so, ich an meinem Zimmer da oben genießen, wenn jemand da und da seid. Ich bin im Gefängnis oben. Wo bist du im Gefängnis? Im Zimmer oben. Und bin ich schuld? Nein, ich habe nie gesagt du. Entschuldigung, bitte halte raus. Sind die Assistenten überhaupt schuld? Bitte halte du raus. Ja, aber da ist ja kein einziger TBA schuld daran. Du kennst die ganze Geschichte nicht. Wir sind nicht dafür verantwortlich. Du hast selber gesagt, zu uns, jeder Mensch, jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich. Das waren deine Worte. Und nun, wie geht weiter? Ich frage an dich. Ich habe schon ganz Zeit gedacht, was jetzt weitergeht. Also gehen wir zum Auto. Richtig geraten. Tanja, du kannst mich jetzt ab jetzt begleiten. Nee, Iris, du bist jetzt da. Zum Auto. Ja. Eine Stufe. Und eine Treppe, zweistufig. Und noch. Mein Wunsch, ich möchte morgen voll entspannen, ohne Manuela. Und du hast deine Freiheit, Urlaub. Sven, aber ich brauche gar keinen Urlaub. Das ist mein Wunsch, ich möchte Abstand von dir haben. Ich möchte meine Energie sammeln. Erich, Anja und wir zusammen. Kaffee trinken, Bildergeschäft. Ob ich dann Santiago ankomme, ist mir wurscht. Es ist dir egal. Ja, ab jetzt ja. Wenn es nicht mehr dein Plan ist, nach Santiago zu kommen. Das ist mein Problem. Mach dir keine Sorgen um mich. Nee, dann ist mein Auftrag auch erledigt. Weil es ist wirklich so, dass ich gerne Iris und Tanja nicht alleine lassen möchte. Aber wenn es für dich wirklich ernst ist und du willst nicht nach Santiago, dann buche ich mir nämlich den Flug morgen. Dann fliege ich nach Hause. Das ist mein Problem. Nee, das ist ein Entschluss, den ich fasse. Ich möchte von dir wirklich ernsthaft wissen, ob du nach Santiago möchtest. Dann unterstütze ich dich gerne. Und wenn du sagst nein, dann nehme ich den nächsten... Ich akzeptiere meine Probleme. Morgen möchte ich dich nicht in meine Nähe haben. Übermorgen sind wir wieder da zum Wanderweg. Und wir beide existieren nur auf Jakobweg. Mehr nicht. Mit deinem Thema kommt immer das Gleiche. Dann hau ich ab. Dann geht doch. Fertig. Ich halte dich nicht auf. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ich würde gerne mit Tanja und Iris kurz sprechen. Ja. Wenn es möglich ist, dass wir dich sehen und wir sind gleich hier 2 Meter weiter. Wir sind dann weil das Brot immer die gleiche Geschichte. Ich versuche dich da aufzuhalten. Ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Wenn die Manuela hat den Wunsch, mit uns zu sprechen, wir gehen mal um die Ecke. Zu dem Pausetag. Also. Ja, weil das für dich wahrscheinlich keine Entspannung sein wird. Nee, es ist wieder ein Tag mehr. Also entweder durchziehen und danach früher fliegen oder beziehungsweise dann. Aber dieser Pausetag macht es schlimmer für mich. Und weil es jetzt halt auch so wirkt, als ob er dich irgendwie isolieren will und schon meint, ja, du bist nicht im Team oder was ist alle. Dann sieht es natürlich so aus, als ob ich dann dran schuld bin. Sven,
Für mich ist diese Pause, die du eingeräumt hast, ein weiterer Tag zum Durchhalten und das ist für mich nicht zum Aushalten. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil in diesen Tagen, an denen wir Pause gemacht haben, es vermehrt zu Konfrontationen kam und ich möchte das nicht nochmal. Mir tut das absolut weh. Aber ich habe Kraft genug, um 6 Wochen durchzuhalten. Hier, du, Weichei, warte. Ich habe die Schnauze voll. Wieder mal alle sind für dich da. Wer ist für mich da? Kein Mensch. Das ist schade, dass du das so siehst. Das ist ja, ich sehe das so. Wer war da für mich? Keiner. Keiner ist manchmal zu mir gekommen und sagt, was ist los, wenn ich möchte auf deiner Seite stehen. Keiner. Wir sind ständig an deiner Seite. Das habe ich nicht gemerkt. Tut mir leid, Iris. Ja, warum versuchst du nicht? Okay, Sven, ich bin trotzdem für dich da, wenn du morgen Pause machst. Um Liebe zu mir, um meine Gesundheit zurechtzubringen. Kam bei dir nicht. Du hast das Machtwort entnommen. Wenn ich morgen wandere, bist du da. Wenn ich Pause mache, es geht um mich, stehst du. Du bist, hat gemacht. Dann lass uns einen Kompromiss eingehen und versuchen. Nein, es gibt keinen Kompromiss. Du hast das letzte Wort. Ich werde morgen wandern und basta. Genau. Lass uns wandern. Siehst du, das ist wieder mal das. Genau. Warum kommt man nicht mal das Gefühl von dir? Wenn Sven. Ich glaube, du wirst doch Pause machen. Das kommt bei dir nicht. Denn dir ist Wurst. Mir ist überhaupt nicht wurscht. Warum sagst du mir nicht? Jetzt zu mir sagt Sven, komm, mach Pause. Sonst kommt sie nicht an dir an. Warum kommt bei dir nicht an? Sven, warum? Warum? Sven. Weil du das letzte Wort haben willst. Nein. Warum? Nein, warum? Ich sag dir das. Warum? Antworte. Warum? Warum? Antworte bitte. Ich wäre schon mit Antje sonst geflogen, wenn mir es nicht alles drum geben würde, bei dir zu bleiben. Jetzt hör bitte mal zu. Wir können morgen von mir aus 5 Kilometer langsam laufen. Nein, ich will Pause, basta. Ich kann nicht mehr. Siehst du, das ist das. Du gehst nach Hause. Du denkst nicht mehr an mich. Du hast kein Gefühl, du hast kein Herz. Warum sagst du mir, okay, wer denkt denn an mich? Siehst du die vielen Tränen, die ich jetzt schon hier vergossen habe? Nein, du schwimmst nicht, okay, um dich zu behalten. Ich werde wandern. Dann mach das, aber mach das, weil du das willst. Das ist deine Entscheidung. Ja, ich tue für dich. Ich tue für dich. Brauchst du nicht. Siehst du, ich tue für dich, damit ich dich behalten kann. Ich brauche dich. Ist das ein Wort für dich? Ich brauche dich. Um Santiago zu begleiten. Bist du jetzt einverstanden? Ja, wenn es deine Entscheidung ist. Ich mach das. Ich brauche dich. Die Manuela ist weggegangen. Love is a stranger. I know that it's hard. I know what it's like. Love. You don't need a savior. Just someone who'll fight. With you by your side. Wasteland. People lie to your face. Fucking lie to your face. So love, I summon the angels to lift up their arms. You carry me back. No joke, cold desire.
I know this is hard, 'cause I know what I'm like inside. Wieder 3 Stufen. So, geschafft. Und hier rechts ist das Café. Ah, du kriegst Applaus. Ist ja nett. So, dein Bier ist da. Steht vor dir. Ich sitze dir gegenüber. Nee, Christopher. Christopher, ja klar. Christopher kommt da. Der holt gerade. Dann warte noch, bis Christopher kommt. Der holt sich auch gerade ein Bier. Ich mache ihm Platz, oder dass Christopher sich neben dir hinsetzen kann, okay? So he's waiting for you. Wonderful. Who is it here? I'm coming. Yeah. Wonderful. He won't, oder Drink. he don't want to begin drinking. That's one. Ja. Okay, ich habe noch Wasser. So, jetzt kommt Christopher zum Anstoßen. Ich bin hier, Sven. Ich bin hier, Sven. Ich bin gleich da. Zum ersten Mal auf diesem ganzen Weg habe ich das gesehen. Dass er zum ersten Mal so, was er fühlt, was er vielleicht wirklich fühlt, nach außen trägt. Und er vielleicht auch, vielleicht für eine Sekündchen seine Hilflosigkeit vergessen hat. Also wir waren in dem Moment nicht da, weil er brauchte uns nicht zum Ergänzen seiner Sinne. Ja, er sprach ja davon, in Santiago wird sich alles ändern. Er möchte so sein wie wir. Und er wird allerdings immer Assistenz brauchen. Ich hoffe, dieser Weg spendet ihm Kraft, aber es wird kein Wunder. Das Wunder wird nicht eintreffen. Jetzt ist der Weg wieder etwas breiter. Oh, und ich sehe die Manu. Du hast es gleich geschafft? Hi, du. Hallo Sven, hier ist Manu. Du hast es gleich geschafft. Ist nicht mehr weit. Begleite euch noch. Sehr schön. Ja. Freut mich. Super. Tanja noch da? Ja, klar. Tanja, komm. Ja. Ich bin auch da. Tanja ist da. Ja. Wir sind alle da. Nur eine kurze Info. Ja. Und das muss ich leider akzeptieren. Keine Widerrede, keine Diskussion. Wenn ich oben ankomme und so weiter, die Phänomen beendet dann, möchte ich von euch keine Umarmung. In Ordnung. Okay. Okay. Das ist klar. in Ordnung. Okay. Okay. Sind noch 2 Minuten. Und wie sieht Kathedrale vor dem Platz aus? Das ist ein riesen Platz. Ich kann es dir gerne beschreiben, wenn wir quasi direkt davor sind. Es sind noch ungefähr 20 Meter. Es geht noch Treppen runter und an einem Dudelsackspieler vorbei. Bitte? An einem Dudelsackspieler vorbei. Und wenn du den hörst, dann sind wir unmittelbar davor. Ja? Wir folgen der Manu. Zum Nullstein, genau. Zum Nullstein.
Christopher ist wahrscheinlich unterwegs mit seinem Fahrrad, aber kommt auch gleich. Denn Schlange? Wie bitte? Schlange? Wo ist das Büro? Wo ist eine Schlange? Vielleicht gibt es keine Schlange. Schau mal, Mann. Man sagt, der Camino gibt dir, was du brauchst, nicht was du suchst. Was hast du bekommen? Ich muss ganz offen ehrlich sagen, mehr Trauer als gut Erfolg. Das muss ich ehrlich sagen. Mein Herz tut immer noch weh, aber ich habe meinen Jakobsweg geschafft. Das ist für mich das Wichtigste. Man sagt, Blindheit trennt von den Dingen und Gehörlosigkeit von den Menschen. Doch ich fand heraus, dass auch die fehlenden Bilder von Menschen trennen. Der fehlende Blickkontakt, die fehlende Reflexion schaffen eine Distanz, die kaum überwindbar zu sein scheint. Wenn ich nicht in dem Gesicht meines Gegenübers lesen kann, dann kann ich nur in mir selbst suchen. Was bedeuten mir meine Sinne? Höre und sehe ich nicht auch nur das, was ich will? Und ich will frei sein, unabhängig und sicher. Ich fühle Sicherheit im Gewohnten. Und Vertrauen ist ein Risiko, denn Vertrauen kann man wieder verlieren. Wem ein Sinn fehlt, der ersetzt ihn durch einen anderen. Sven kann seine fehlenden Sinne nur in seiner Armlänge ersetzen. Darüber hinaus gibt es nur seine Vorstellung, seine Erinnerungen und das, was er zulässt. Am Ende war mein Held angekommen. Und vielleicht nur, um wieder nach Hause zu gehen. Okay. Fühlt sich bestimmt gut an, ne? Freiheit. Man lässt es zu sehr ran, ja? So emotional zu sehr ran, zu persönlich. Es ist ja wirklich in Anführungszeichen eine Arbeit. Aber das ist es nicht. Es ist mehr als das. Vielleicht gibt es eine zweite Chance. Denn nächstes Jahr will ich wieder herkommen und bis am Ende der Welt am Atlantik wandern. Vielleicht gibt da etwas Neues. Vielleicht gibt da eine neue Chance für mich. Und für die anderen auch. Es gibt immer die zweite Chance.